Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich mit dem Malmesser. Das muss ich erstmal sauber machen kurz. Ich überlege jetzt, wie ich ein Meer male. Ich möchte das so machen wie das, aber irgendwie, ich versuche mir es erstmal vorzustellen. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich möchte einen Horizont haben und eine Reflexion von oben, also die Sonne soll hier irgendwie hin, eine Reflexion drauf kriegen. Ich muss mir das mal vorzeichnen, aber so kann ich mich schon mal reindenken. So, ein Horizont. Wenn wir Meer malen, haben wir auch immer irgendwie einen Horizont. Dann haben wir vorne vielleicht, ja, kann das leicht schräg werden. Vielleicht ziehe ich mir auch schräge Linien rein, gehe von der Seite rüber auf das Meer, den Blick irgendwie so rüberführen. Hier soll irgendwie die Sonne hin und die Wolken sollen von da aus so wegziehen. Bei Sonne fange ich mal mit Ocker an. Horizont in Ocker, ja, das geht auch. Dreh dir das einfach um, zieh, vielleicht kannst du so besser die Linien ziehen, deswegen das umdrehen. Erste Übung mit dem Malmesser, hier habe ich auch ein bisschen Ocker raufgegeben. Und ziehe jetzt die Farbe einfach da rein, ziehe die Wolken hier schon raus. Und ich sehe schon, wenn es nicht nass ist, dann lässt sich das auch nicht so gut verteilen. Probier das mal aus. Restliche Farbe ruhig hier unten schon mal mit verteilen. Dann kann hier unten auch schon mal so die Reflexionen von dem Sonnenlicht auf den Sand scheinen. Und es wird sicherlich sehr bunt heute werden mit dem Ocker. So mit dem Weiß und dem Pinsel kann ich das Ganze jetzt natürlich viel weicher ziehen. Und es bedeutet nicht, wenn ich jetzt mit dem Malmesser arbeite, dass ich jetzt grundsätzlich nur mit dem Malmesser arbeiten muss. Also vergiss es, mach das so, wie es für dich am besten ist. Und nimm dir den Pinsel immer mit zur Hilfe. Kein Bild vor Augen ist natürlich nicht gut, also denk dich da so ein bisschen rein, fühl dich da so ein bisschen rein, hol dir eine Vorlage und dann arbeite so nach deinem Gefühl. Jetzt geht es natürlich auch viel besser mit dem Malmesser oder Palettenmesser zu arbeiten, wenn da schon mal die Farbe drunter ist und ich kann diesen Charakter des Werkzeugs eben mit einbringen, feine Linien, kantige Linien, das finde ich schön. Hier hinten soll halt das Meer sein und ich merke, ich bin überhaupt nicht fein und sauber, sondern eher so schief und krumm und das ist gut, das ist halt heute so. Ich denke mir mal, wenn ich den Horizont nicht gerade kriege, wird da hinten halt so eine Landschaft zu sehen sein. Brauchen wir auch hier erstmal wieder Farbe drauf. Hier soll der Sand hin, aber trotzdem ist ja auf dem Sand immer auch nochmal Wasser zu sehen. Also wenn du an so einem Strand stehst, dann ist da ja auch immer nochmal Wasser drauf. Jetzt ein bisschen braun dazu.
Ah, ich sehe schon, es wird grün. Ja, da ist durch das Blau und den Braunton wird es grün. Also das ist interessant, das ist eine schöne Farbmischung. Wenn ich ein bisschen reduzieren will, den grünen Ton, nehme ich noch ein anderes Braun dazu, was so mehr ins Rot geht. Ich habe ja viel mit den flüssigen Farben gearbeitet in der letzten Zeit. Tropft da einfach so ein bisschen drauf oder nimm einfach eine gebrauchsfertige, festere Farbe. Ist völlig egal. Die ist jetzt hier ein bisschen flüssig. Ich will jetzt ein bisschen schmieren und nochmal anders mit dem Palettenmesser arbeiten. Da arbeite ich gerade drauf hin. Also schaffe ich mir hier eine bunte Pünktchenfläche. Jetzt verziehe ich das Ganze und ja, das ist schon so eine Vorübung oder eine Übung, immer auch mit dem Werkzeug zu arbeiten. Ja, ich glaube, hier kann so mehr Sonne rausscheinen, richtig, aus diesen Wolken. Scheint hier jetzt so die Sonne runter auf die Landschaft. Und dann sind die Schatten ja relativ tief. Also ich habe gar nicht so viel Licht wahrscheinlich auf dem Meer. Und ich glaube, ich kann hier nochmal die Wolken ruhig in den Farbtönen von dem Sand reinziehen. Ich glaube, das ist so manchmal. Ich meine, ja, klar, die sind doch dann auch so grün, braun, was auch immer. Du siehst, du kannst hier so schön kantig arbeiten mit dem Werkzeug und kannst es dann auch wieder ganz leicht verziehen. Das machen wir jetzt nochmal. Nochmal weiß drauf und das Ganze nochmal. Ich will dir das nochmal von Nahen zeigen. Ich bin jetzt noch dichter dran. Es wackelt ein bisschen. Ich halte die jetzt einfach mal mit der Hand fest. Und du siehst, ich kann hier die Farbe richtig verziehen. Und dann entstehen eben so schöne Effekte. Einfach so rüber auftragen und dann leicht rüberziehen. So, der Himmel muss irgendwie hellblau sein. Wie hell, weiß ich noch gar nicht. Probiere ich auch einfach aus. Das Meer kann auch ein bisschen heller. Da oben kann ich das nochmal mit dem Weiß verbinden. Das ist jetzt zu dunkel, also lieber Weiß nochmal drauf. Und dann richtig mischen auf der Fläche.
eine kurze Reise ans Meer. Ich habe nasse, kalte Füße jetzt, weil der Sand so kalt ist. Und die Sonne, ja, geht die jetzt runter oder auf? Ich bin mir noch uneins, aber das macht nichts. Es war schön, es war einfach toll, mal ins Meer wieder zu gehen. Mal bitte in die Ferne schweifen. Das ist immer schön, das macht Spaß und das kannst du natürlich immer tun, egal was du machst, ob du jetzt mehr ins Gegenständliche gehst oder im Abstrakten bleibst. Ich denke, gedanklich ist man doch dann immer schon schön auf Reise. Und ja, auch wenn man nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, hier ist eine Anleitung auch dafür, konkret zu werden oder auch nicht. Du kannst im Buch mal auf Seite 82 gehen, da ist nämlich genau zu dem Thema nochmal ein Vorschlag, wie du das eben auch nochmal abändern kannst und lass dich einfach inspirieren und fang an zu malen. Ja, das befreit dich einfach. Danke fürs Zuschauen, danke für deinen lieben Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist so ein Schatz für mich. Also herzlichen Dank und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!